Hallo liebe Fotofreunde! In diesem Herbst werden wir uns ganz besonders mit Schwarz-Weiß-Fotografie beschäftigen. Was ist das Besondere an der Schwarz-Weiß-Fotografie? Nun, man lebt im Prinzip von der Reduktion. Man abstrahiert, es gibt eben keine Farben im Bild, sondern nur Tonwerte von schwarz bis weiß. Und mit 256 Grauwerten kann man eigentlich alles darstellen an Helligkeitsstufen, die es vorhanden gibt. Man lebt auch sehr oft in der Fotografie, in der Schwarz-Weiß-Fotografie mit Minimalismus. Das heißt, man kann aus ganz einfachsten Motiven, die man normalerweise in Farbe gar nicht fotografieren würde, ganz tolle Bilder schaffen. Ich beschäftige mich ja schon seit längerer Zeit auch mit abstrakter Fotografie und die findet dann auch eher in der Schwarz-Weiß-Fotografie statt. Strukturen von Stoffen, Oberflächen, die Formen und natürlich auch geometrische Formen, die Linienführung und die Bildkomposition ist äußerst wichtig, um ein gutes Schwarz-Weiß-Bild zu schaffen. Da geht es also nicht nur um die Belichtung, sondern ganz einfach um das ganz besondere Hinschauen und Finden von Motiven, die dann ins richtige Bild gerückt werden. Schwarz-Weiß-Fotos wirken oft auch sehr dramatisch, vor allem dann, wenn man noch mit zusätzlichen Filtern arbeitet, aber dazu später. Fotografie in Schwarz-Weiß kann bei jedem Wetter stattfinden. Es gibt also kein gutes oder schlechtes Wetter in der Schwarz-Weiß-Fotografie, weil du kannst entweder mit harten Schatten arbeiten oder mit weichen Schatten und sofern es irgendwo noch Licht gibt und einen Lichtstrahl, kann fotografiert werden in Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß-Fotos leben natürlich von den Kontrasten und man spricht auch von der Hochkontrastfotografie in der Schwarz-Weiß, wenn man versucht, das Foto wirklich nicht als Graustufe zu sehen, sondern als Schwarz-Weiß-Bild. Ganz besonders dann natürlich, wenn es sich um einen quasi Scherenschnitt handelt, in dem man gegen das Licht fotografiert hat und eigentlich nur mehr Schatten überbleiben. Auch diese Fotos haben natürlich etwas und all diese Fotos hängt man sich sehr gerne an die Wand. Die Korrektur der Tonwerte in der Postproduktion ist äußerst wichtig. Man braucht auf jeden Fall eine Korrektur bei Schwarz-Weiß-Fotografie genauso wie bei Farbfotografie, um das Bild wirklich fertigzustellen. Dabei werden eben die Farbfilter verwendet. Man hat früher auch in der analogen Fotografie in Schwarz-Weiß mit Farbfiltern gearbeitet. Das heißt, man hatte einen Grünfilter, einen Blaufilter, einen Gelbfilter, einen Orange, einen Rot- und Dunkelrotfilter. Und je nachdem, wie stark die Kontraste sein sollten, umso mehr geht man von Gelb auf Orange bis Rot und Dunkelrot beim Filter, um dann wirklich einen zum Beispiel hellblauen Himmel fast schwarz werden zu lassen. Da habe ich dann natürlich den Riesenkontrast, der schwarze Himmel und die weiße Wolke. Man kann also diese Filter natürlich schon beim Fotografieren verwenden und auch beim digitalen Fotoapparat auf das Objektiv seinen Filter draufschrauben und auf Schwarz-Weiß einstellen, was ich nicht bevorzugen würde, sondern ich würde es so machen, wie ich es mache. Ich fotografiere im RAW-Format, speichere also das Bild sehr wohl in Farbe,
schaue mir aber am Display die Fotos fixfertig schon in Schwarz-Weiß an, wenn ich sie aufnehme. Das heißt, ich habe dann abgespeichert das Farb-RAW-Foto und das Schwarz-Weiß JPEG-Foto. Kann das eine oder andere sogar als JPEG schon veröffentlichen. Meistens gehe ich aber dann in die Postproduktion und dort wird dann im Nachhinein quasi der Rotfilter oder Orangefilter in der Software eingestellt, um die Kontraste zu erhöhen. Also ich würde sagen, von der Einstellung auf der Kamera, speichere im RAW-Modus, nimm geringe ISO, am besten wäre ISO 50, 80, 100, 150 oder maximal 200 und fotografiere im manuellen Modus bzw. im Blendenwahl-Modus. Das heißt, die Verschlusszeit ist dir bei vielen Fotos völlig egal. Du stellst die Blende ein und den Rest macht die Kamera. Ich habe zu diesem Thema Schwarz-Weiß-Fotografie vor kurzer Zeit ein neues Buch herausgebracht, Schwarz-Weiß-Fotografie vom Handwerk zur Kunst. Auf 270 Seiten mit vielen Beispielbildern erkläre ich euch, wie man wirklich ganz, ganz tolle Fotos in Schwarz-Weiß schießen kann. Ich denke, dass viele Leute von euch schon lange fotografieren und meistens wird dann halt in Farbe fotografiert, vor allem wenn es um Urlaubsbilder und so weiter geht. Aber ich möchte euch quasi dazu motivieren, versucht mal einige Monate rein schwarz-weiß zu fotografieren, um eure Fotografie noch weiter entwickeln zu können. Man lernt dann ganz anders zu sehen, zu schauen und vor allem für die Bildkomposition lernt man dabei sehr viel dazu. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch motivieren kann. Ich bin neugierig, wie eure Meinungen dazu sind und wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao, bis bald.